Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Es ist kurz nach 6 Uhr, es ist Sonntag und es ist Mitte Juli 2022. Und ja, ich tue es mir an, ich begebe mich in das absolute blanke Chaos, was momentan an den deutschen Flughäfen herrscht. Heute fliege ich mit Austrian Airlines von Hamburg über Wien nach Palma de Mallorca. Und ob ich dort ankomme, ob das Gepäck mitkommt und wie die aktuelle Situation an deutschen Flughäfen wirklich ist, das und viel mehr heute im Video. Entgegen meiner Befürchtungen und den Negativschlagzeilen zu Ferienbeginn gab es am frühen Morgen keinen großen Andrang bei den Lufthansa-Schaltern. Aufgrund meines Senator-Status konnte ich den First-Class-Check-In nutzen, aber auch bei der Economy-Class musste man nicht allzu lange anstehen. Eigentlich könnte ich nun als Business-Class-Kunde die Fastlane nutzen, leider war diese aber geschlossen. Also vorbei an den langen Schlangen zur Sicherheitskontrolle. Dort angekommen, habe ich einmal die Stoppuhr auf meiner Uhr gestellt, um zu schauen, wie lange ich für die gesamte Kontrolle brauche. Was schätzt ihr? Ich war sehr positiv erstaunt, dass am Ende diese Zeit auf der Uhr stand. So, knapp 19 Minuten habe ich gebraucht in der Sicherheitskontrolle. Das ist bei den aktuellen Horrorgeschichten, die man ja über die Flughäfen hört und liest, dann doch völlig akzeptabel. Was mich gerade als Statuskunde oder Business-Class-Kunde, der mehr bezahlt fürs Ticket, ärgert, ist, dass in Hamburg beide Fastlanes geschlossen sind. Es gibt 2 Stück, die ihr nutzen könnt, wenn ihr zum Beispiel bei einer Airline einen gewissen Status habt oder aber wenn ihr Business Class oder First Class fliegt. Und ja, der Kunde zahlt trotzdem den gleichen Preis, aber der Flughafen sagt, wir machen die Fastlanes dicht. Beim letzten Mal habe ich, als ich hier losgeflogen bin in Hamburg, euch die Airport Lounge gezeigt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, klickt gerne mal auf das i. Da geht es mit KLM von Hamburg nach Amsterdam. Und jetzt fliege ich ja erstmal nach Wien und heute gehe ich auch einmal wieder in die Lufthansa Lounge. Als Lufthansa Business Class Kunde habt ihr die Auswahl, ihr könnt eine Lufthansa Business Class Lounge nutzen oder wenn ihr eben einen Status habt, zum Beispiel Senator seid oder höher, dann könnt ihr auch die Senator Lounge nutzen. Und da gehe ich jetzt hin, die habt ihr auch schon mal in einem Video gesehen, deswegen machen wir so einen ganz schnellen Rundgang und ich frühstücke noch etwas, habe glücklicherweise noch etwas Zeit und genügend Zeit eingeplant heute hier und hoffe, dass es so entspannt bleibt, wie jetzt der erste Eindruck ist. Ursprünglich war ich übrigens auf einen anderen Flug gebucht, von Hamburg über München nach Palma de Mallorca. Lufthansa hatte sich aber entschieden, wenige Tage vor dem Flug den Flug nach München zu annullieren. Dank der Hilfe eines sehr netten Mitarbeiters an der Hotline wurde ich alternativ auf diesen Flug mit Austrian Airlines von Hamburg über Wien nach Palma umgebucht. So oder so stände mir in beiden Fällen die gleiche Lounge zur Verfügung. Ich hatte mich schon auf ein kleines Frühstück gefreut und war entsetzt, denn hier seht ihr gleich die gesamte Auswahl in der Senator Lounge von Lufthansa. Was wäre euer erster Gedanke? Stelle ich mich da gerade an oder ist das nicht akzeptabel? Da würde mich eure Meinung wirklich sehr interessieren. Da Lufthansa offensichtlich Freude am Sparen gefunden hat, habe ich dann auch erstmal nur ein Wasser genommen, um meinen Beitrag dafür zu leisten. Und ehrlich wollen wir schon bleiben, später wurden noch Franzbrötchen hingestellt. Immerhin. Ja, jetzt melde ich mich doch noch hier einmal aus der Lounge bzw. von der Außenterrasse der Senator Lounge hier am Hamburger Flughafen. Die ist, finde ich, eines der kleinen Highlights, denn hier könnt ihr tatsächlich den wunderbaren Blick auf das Rollfeld genießen und den Flugzeugen beim Starten und Landen oder bei der Abfertigung zuschauen. Und ja, das hebt gerade so ein bisschen wieder meine Laune, denn wir haben jetzt Mitte Juli 2022 und Corona ist zwar noch nicht vorbei, aber man sollte natürlich davon ausgehen, dass in den Lounges, so wie weltweit auch, der volle Service wieder geboten wird. Und man kommt hier rein, es ist kurz nach 7 in der Senator Lounge wohlgemerkt und es gibt als Essensauswahl Bananen, ein bisschen Obstsalat aus der Dose und Brezel und Butter. Mehr nicht.
Das ist wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und jetzt startet gerade eine Eurowings-Maschine. Um das noch einmal festzuhalten, das finde ich wirklich sehr, sehr enttäuschend und wirklich eine Zumutung von Lufthansa, dass man immer noch an diesen wahnsinnigen Sparmaßnahmen festhält und seinen Statuskunden und den Kunden, die extra viel Geld bezahlen für die Tickets, hier keinen weiteren Service bietet. Da wäre es tatsächlich momentan wirklich empfehlenswert, lieber in die Airport Lounge am Hamburger Flughafen zu gehen. Viel, viel besser als das, was Lufthansa ihren Kunden hier zumutet. Leider muss man es so klar sagen. Halbwegs satt ging es für mich nun zum Gate. Dort angekommen, musste ich nicht lange warten, bis das Boarding startete. Die Gruppen 1 und 2 sowie Familien mit Kleinkindern und Menschen mit körperlichen Einschränkungen wurden gleichzeitig zum Boarden gebeten. So, es geht als erster in den Flieger. Ich bin gespannt, wir sind aktuell super pünktlich. Das wäre sehr, sehr gut, denn ich habe in Wien nur eine Umsteigezeit von 40 Minuten. Also toi, toi, toi. Da ich euch die Austrian Airlines Business Class auf der Kurzstrecke schon in einem anderen Video vorgestellt habe, verzichte ich heute einmal auf eine genaue Sitzvorführung und einen Toilettenrundgang. Wenn euch das aber interessiert, dann schaut euch das Video dazu gerne einmal an. Der Mittelsitz bleibt in der Business Class frei, ansonsten sind es exakt die gleichen Sitze wie in der Economy Class. Und dann ging es auch schon los Richtung Wien. In der Luft angekommen wurde in der Business Class ein warmes Frühstück in Form von Rührei mit Pilzen und Tomaten serviert. Der Caterer bei Austrian Airlines ist Dough & Co., der zu Recht bei Vielfliegern sehr beliebt ist. Allerlei Besteck, Salz, Pfeffer, Zahnstocher und eine kleine Wäscheklammer gab es eingewickelt in der Serviette. Das Essen von Dough & Co. hat, wie eigentlich immer, sehr gut geschmeckt. Das Croissant hat mir bei Swiss besser geschmeckt, aber mit etwas Aprikosenkonfitüre war es ganz okay. Ein Glas Orangensaft rundete das Essen ab. Natürlich hätte ich auch eine Auswahl aus weiteren Getränken gehabt. Nur noch schnell die Hände reinigen und schon waren wir nach knapp einer Stunde im Landeanflug auf Wien. Der Horror eines jeden Fluggastes mit einer sehr kurzen Umsteigezeit sind Busgates. Leider hatte es hier so sein sollen, dass wir außerhalb des Terminals parkten. Das Warten im Bus und die tickende Uhrzeit im Hinterkopf machten einen dann doch etwas nervös. Nach einer kurzen Fahrt strömten die anderen Passagiere und ich ins Terminal und für mich ging es auf dem schnellsten Weg zu den F-Gates. Normalerweise schaut man vielleicht gerne ein bisschen im Duty-Free-Bereich, nicht aber, wenn man noch schnell seinen Flieger erwischen will. Dabei passierte mir diesmal etwas, was mir vorher noch nie passiert ist. Ich wurde tatsächlich am Flughafen als YouTuber erkannt. Ein komisches Gefühl. Hello, subscribe and give your comment to his channel. Thank you.
Ja, also macht das Ganze. Und jetzt geht es schnell zum Gate F08. Boarding hat gerade gestartet. Ich bin schon im F-Bereich, das heißt, wow, das müsste jetzt eigentlich alles gut gehen. Ich glaube nur ehrlich, dass es nicht möglich sein wird, die Koffer so rechtzeitig mitzubekommen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Drückt mir die Daumen. Es wäre natürlich toll. Ansonsten habe ich schon geschaut, es gibt um 15 Uhr, es ist jetzt kurz nach 10, einen weiteren Flug nach Palma de Mallorca. Und ich hoffe, dass dann spätestens die Koffer mitkommen würden. Und wird ja momentan so einige Horrorgeschichten. Also schauen wir mal. Ich bin auf dem weiteren Weg zu Gate F08. Ich hatte es tatsächlich geschafft und war rechtzeitig am Gate. Das Pre-Boarding hatte schon begonnen und wenn man in der Ferienzeit reist, muss man durchaus mit Kindern im Fliegern rechnen. Diesmal waren es aber geschätzt 100 Personen, die mit Kindern das Pre-Boarding nutzten, bevor alle anderen Gäste ins Flugzeug konnten. Dadurch hatte ich als Business-Class-Kunde und Senator nun diese schöne Schlange an Personen vor mir. Am Platz gab es sogar diesmal ein kleines Kissen. Das habe ich zum Beispiel bei Lufthansa noch nicht erlebt. Bei einer Flugzeit von 2 Stunden ist dies auf jeden Fall ein nettes Angebot. Leider wurde mein Sitzplatz beim Boarding geändert und statt 1 Alpha saß ich nur noch 4 Foxtrot. Die Beinfreiheit war aber auch hier okay. Und schon ging es wieder in die Luft. Der Service auf diesem Flug war herausragend gut. Immer wieder wurde ich gefragt, ob es noch etwas sein darf. Kurz nach dem Start begann der Getränkeservice und es gab eine Cola Zero und ein Stück Schokolade. Solltet ihr in der Economy Class fliegen oder neben dem Angebot in der Business Class noch weitere Wünsche haben, dann findet ihr in der Melangerie eine große Auswahl an kostenpflichtigen Extras. Mich persönlich interessiert das immer, was es gibt und was es kostet. Ich hoffe euch auch, daher habe ich die Karte hier einmal eingeblendet. Sogar ein Club-Sandwich und ein Hähnchenschnitzel wurden angeboten und die Preise finde ich völlig in Ordnung. Wie auch die meisten anderen Airlines hat Austrian in der Corona-Zeit sich von der Barzahlung komplett verabschiedet und ihr könnt lediglich mit einer Kredit- oder EC-Karte bezahlen. Ich glaube, dass hier für jeden etwas dabei ist und war begeistert von der großen Auswahl. Begeistert war ich auch, als das Essen für die Business Class serviert wurde. Es gab tatsächlich auf diesem kurzen Flug ein sehr leckeres Thai Curry Chicken mit Reis. Do & Co. hat hier auch wieder einmal unter Beweis gestellt, dass sie einfach ein sehr gutes Catering-Erlebnis schaffen. Mit Hilfe der kleinen Wäscheklammer konnte ich die Serviette an meinem Shirt befestigen. Sicher ist sicher. Wie man vielleicht erkennen kann, hat es mir wirklich sehr gut geschmeckt. Als Nachtisch gab es noch ein cremiges Tiramisu und draußen tauchten inzwischen die ersten Inselgruppen vor Mallorca auf. Und ich war so gespannt, ob meine Koffer es wohl geschafft hatten.
So, das ist ja der absolute Oberhammer. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin auf Mallorca angekommen. Es sind sogar alle 3 Koffer mitgekommen. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Bei einer Umsteigezeit von 40 Minuten hat der Flughafen in Wien das geschafft, die Koffer alle zu verladen. Und selbst am Flughafen Palma de Mallorca habe ich gerade mal 5 Minuten am Gepäckband warten müssen. Da waren die Koffer alle da. Also besser hätte es nicht sein können. Der Flug mit Austrian Airlines, beide Flüge total angenehm, so wie man es im Prinzip erwartet. Es gab kleine Einschränkungen, es war manchmal keine Eiswürfel zum Beispiel da. Da haben sie sich entschuldigt dafür, sagten, die wären halt nicht geliefert worden. Das sind, glaube ich, Dinge, die kann man dann auch irgendwie verschmerzen. Das kann unabhängig von Corona jederzeit passieren. Es fühlte sich fast ein bisschen an wieder wie früher. Mir hat der Flug sehr gefallen. Ich hoffe, auch ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie Fliegen im Juli 2022 in Europa aussieht. Und ja, bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich schon auf Zuschauen beim nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr an weiteren Videos Interesse habt, dann schaut doch einfach gerne mal auf meinen Kanal. Da sind ein paar mehr Videos. Und ansonsten folgt gerne dem Kanal, abonniert mich gerne, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich sehr über euer Interesse. Und in Kürze kommt schon ein neues Video. Dabei ganz viel Spaß und danke fürs Zuschauen.